Malen bis der Notarzt kommt. Tutorial Teil 4. Werkzeuge. Es gibt vieles, mit dem man malen kann. Pinsel. Hauptsächlich bekannt ist natürlich der Pinsel. Es gibt sehr teure Pinsel im Kunstmarkt zu kaufen oder aber relativ billige Ware im Baumarkt. Alles hat seine Berechtigung. Dabei geht es um Formen der Haare ebenso wie um Qualität. Schweinsborstenpinsel sind grob und hinterlassen eine zumeist sichtbare Textur. Das ergibt oft sehr interessante Effekte. Sie werden besonders gerne bei der Ölmalerei angewandt, für Acrylmalerei kann man sie aber auch einsetzen. Synthetik-Haarpinsel hinterlassen eine ebenmäßigere Spur. Sie kommen insbesondere in der Acrylmalerei zum Einsatz. Für die Aquarellmalerei werden meistens Rundpinsel mit einer sehr feinen Spitze benutzt, welche ein hohes Fassungsvermögen für Flüssigkeit haben. Hier habe ich am ehesten die hohe Schule der Pinselherstellung erkannt. Naturhaare werden in ihrer natürlichen Form in einer Zwinge festgehalten, ein aufwendiges Handwerk. Meines Erachtens kann man aber mit dem besten Pinsel ein schlechtes Bild malen, genauso wie mit einem Billigpinsel ein Meisterwerk. Palettenmesser, Spachtel. Zum Farbauftrag kann man auch einen Spachtel verwenden. Auch hier benutze ich sowohl teure Spachtel aus dem Kunsthandel wie auch Billigspachtel aus dem Baumarkt. Bei der Handhabung eines Spachtels kann man neben dem Auftrag großer Flächen auch feine Linien mit der Kante malen, als auch charmante Strukturen durch Veränderung des Winkels erzielen. Andere Malwerkzeuge. Man kann auch andere Materialien zum Farbauftrag benutzen, beispielsweise ein Stück Karton, einen Autoschwamm, einen Tupierkamm oder die Finger. Deiner Kreativität sind hier kaum Grenzen gesetzt. Ich habe schon mal mit einem groben Straßenwesen gemalt oder auch Bäume mit einem Schwamm. Du findest einige meiner Beispiele in meinem YouTube-Kanal. Auch das Entfernen von Farbe ist Bestandteil der Malerei. So kann man Gräser in die Farbschicht hineinkratzen oder die Signatur-Sgraffito kann man das auch nennen, klingt viel besser als kratzen. Bei Stiften verwischen sich die Grenzen zwischen Malerei und Zeichnung. Mit Bleistift lassen sich schöne Schattierungen erzielen, entweder durch Verwischen, das ist bei reinen Zeichnern ein wenig verpönt, oder durch Schraffieren. Mit Kugelschreiber lässt sich eigentlich nur schraffieren. Filzstifte sind auch hochinteressant. Hierfür gibt es spezielles Markerpapier, bei welchem die Flüssigkeit nicht so unschön einzieht wie bei normalem Papier. Es lässt sich damit erstaunlich gut malen und man bekommt sogar recht schöne Farbübergänge hin. Natürlich benutzt man dafür spezielle Filzstifte, ich habe zum Beispiel die von Copics verwendet. Effekte. Zusätzlich zur normalen Malerei kann man auch wunderbare Effekte erzielen, zum Beispiel bei Acryl mit der Tropftechnik. Dabei wird Brennspiritus auf das liegende Bild mit noch feuchter Acrylschicht getropft und es bilden sich unerwartete Bilder. Mit Schablonen kann man Bildteile schützen, während man andere mit Farbe auf der Zahnbürste bespritzt, mit einer Spraydose oder mit Wassersprüh behandelt. Auch für Pastell oder Ölpastell eignen sich Schablonen hervorragend, um Farbe aufzutragen, ohne bereits bestehende Bildelemente zu zerstören. Bei der Acrylmalerei kann man wunderbar experimentieren mit Füllstoffen. Dazu zählen beispielsweise Marmormehl oder Sand. Teilweise brechen beim Trocknen unerwartete Strukturen auf und ergeben schöne Ergebnisse. Textilien, Verbandgase oder Armierungsfolie aus der Bauwirtschaft lassen sich ebenso dauerhaft in Acryl einarbeiten wie Nussschalen oder Kaffeebohnen. Mit einem interessanten Effekt habe ich eine Art von Baumrindenstruktur gemalt, auf eine noch feuchte Schicht Kunstharzlack wurde verdünntes Acryl aufgetragen. Beim Lack wird mit Lösemitteln wie zum Beispiel Nitroverdünnung gearbeitet, Acryl ist wasserlöslich. Beim Auftrag von Acryl zieht sich dieses zusammen und ergibt einen überraschenden Effekt. Pflege. Acryl trocknet sehr schnell, daher müssen Pinsel immer sofort in den Wasserbecher gestellt werden.
Nach getaner Arbeit wird die Farbe aus den Pinseln so gut es geht auf eine alte Zeitung oder ein Haushaltspapier ausgedrückt. Anschließend werden sie mit Wasser gewaschen. Man kann auch etwas Seife benutzen, diese aber danach vollständig mit klarem Wasser auswaschen. Das Ausdrücken der Farbe gilt auch für Ölfarben. Die Pinsel werden anschließend mit Terpentinersatz sauber ausgewaschen. Wenn man ein altes Leintuch benutzt, in welchem auch noch Leinöl enthalten ist, wird es problematisch, weil diese Kombination mit Sauerstoff zur Selbstentzündung neigt. Keiner konnte mir sagen, warum. Wahrscheinlich wegen der großen Oberfläche. Ich verschließe solche Leintücher und Putzlappen in einem alten Marmeladenglas. Spachtel und Palettenmesser werden einfach auf einem Tuch oder Papier abgewischt. Festklebende Farbe kann mit einem zweiten Spachtel abgestreift werden. Wenn ein Spachtel nicht rostfrei ist, muss er gut abgetrocknet werden. Wenn sich Haare an einem Pinsel aufgestellt haben und die Pinselform dadurch gestört ist, das passiert gerne bei Schweinsborstenpinseln, so kann man ihn trimmen, indem man den feuchten Pinsel fest in ein Stück Zeitung einwickelt. Nach dem Trocknen hat er meistens wieder seine ursprüngliche Form. Mein Vorschlag: Probiere mehrere Pinselarten, Borsten, Synthetikhaarpinsel etc. aus und erforsche, wie sich die Farbe verstreichen lässt und wie sie im getrockneten Zustand aussieht. Male ein flächiges abstraktes Bild mit einem Spachtel oder Palettenmesser und beobachte, dass man die Farbe dick und mit mehr Druck dünner auftragen kann. Nach dem Trocknen werden dann sicherlich dickere und dünne Stellen sichtbar bleiben. Teste das Mischen von Farben mit einem Pinsel und einem Palettenmesser aus. Eine schöne Übung hierfür sind beispielsweise Wolken oder verschiedenfarbige Farbflächen als Hintergrund. Vielen Dank für dein Interesse und bis zum nächsten Mal.